Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Schaut mal, was hier vorbeigeflitzt gekommen ist. Nee, der natürlich nicht. Es war ein Namensvetter, aber... Das trifft schon eher. Was von dem Schiffchen übrig geblieben ist, ist dieses hier. Das Moff Gideons Imperial Light Cruiser Hallway aus 2025. Herausgekommen in der The Vintage Collection Linie. Schauen wir einfach, wie sich das ganze Set macht. Holt euch eine blaue Milch, schnappt euch einen grünen Keks, viel Spaß und los geht's. Quantum Storm Star Wars Collection. Bevor wir die Box aufmachen, gucken wir sie uns doch erstmal an. Das ist die Box. Soweit nichts Spannendes dran. Vorderseite und Rückseite nahezu identisch. Wir haben an den Stirnseiten hier wieder Hinweise, wie das Set aussehen könnte, wenn man es dann mit Figuren ausstaffiert. Wobei man dazu sagen muss, es gibt hier nur eine Figur drin. Das ist die, die hier dargestellt ist. Und wenn man möchte, kann man sich auch noch 2 Sets kaufen. Hasbro würde das natürlich gut finden. Und dann könnte das Set auch so aussehen. Das ist eigentlich grundsätzlich erstmal alles, was an der Box dran ist. Wir haben natürlich noch andere Seiten. Wir gucken mal kurz. Das zum Beispiel wäre auch noch auf der Box drauf. Genauso wie hier zum Beispiel. Natürlich hat mir Amazon freundlicherweise auch gleich ganz kostenfrei hier mittenmank, Moment, wo haben wir es? Ah, genau da, eine Delle mit eingebaut. Ist in diesem Fall nicht ganz so schlimm, weil mit diesem Set habe ich tatsächlich gewartet, bis das im Preis gefallen ist. Und in diesem Fall war es auch so. Ich habe für das ganze Set statt 74 €, wie es im Original gekostet hat, jetzt 52 € bezahlt. Und von daher lebe ich dann auch ganz gerne mit der Delle, die da drin ist. Okay, mit den Worten soll es das für die Box erstmal gewesen sein. Und dann schauen wir doch mal rein, was so in der Box alles drin ist. Wir haben Anleitung und ein bisschen anderen Zettelkram. Ja, ich sehe schon, ich habe die Box wieder falsch rum. Natürlich, wie konnte es anders sein? Das werde ich auch nicht lernen. Lasche nach oben, nicht nach unten. Aber okay. So, dann haben wir den Mandalorian Privateer mit der VC Nummer 326. Auch hier wieder Kartendesign ist TVC 2.2 und die Karte ist unpunched. Beispiele bzw. Details gibt es nachher. So sieht das Ganze in der Box aus. Wir haben also die ganzen Einzelteile hier. Wände leuchten. Seitenteile. Und was soll das darstellen? Aha, Knack. Na, ob das so geplant war, weiß ich nicht, aber wir haben zumindest erstmal eine Tür. Tür können wir auf und zu machen. Und wir sehen schon, die kommt dann auch so ein bisschen raus, aber
Sie rastet ein. Das ist schon mal ganz schön. Okay. Nochmal ein bisschen Boden. Und noch eine große Tür. Wir werden nachher ja die Detailbilder sehen. Auch da werde ich wieder sogenannte Real-World-Bilder gegenüberstellen, damit wir sehen können, wie gut das ganze Set gelungen ist. Aber bevor ich das mache, muss ich natürlich das ganze Set erstmal aufbauen. Das mache ich gleich. Die Anleitung liegt bereit. Wir können loslegen. Zuerst sollen wir ein paar Wandelemente zusammenbauen. Das können wir machen. Also wir haben hier so ein Element mit einer Lichtleiste. Man wird nachher sehen, im Film sind diese Lichtleisten auch tatsächlich beleuchtet. Dreimal dürft ihr raten, was hier nicht passiert ist. Klar, es ist nicht beleuchtet. Aber ich glaube, wir werden es so schnell nicht mehr erleben, dass wir bei Hasbro wirklich mal wieder Light and Sound sehen. Okay, wie soll das Ganze vonstatten gehen? Das Ganze soll so herum, das soll natürlich so herum. Und dann wird das Ganze hier eingesetzt. Zumindest verstehe ich es so. Sieht auch erstmal ganz gut aus. Dann haben wir hier solche Lampen. Auch die waren im Film natürlich beleuchtet. Diese Lampen kommen hier hinein. Dann wird weiter nach oben hin aufgebaut. Ich sehe gerade, hier kommt eine Lampe hinein, so weit, so gut. Dann kommen zwei Lampen hier hinein. Das macht natürlich auch Sinn, aber da fehlt doch nachher eine Lampe. Gucken wir mal. Also erstmal macht das hier keinen Sinn. Nehmen wir das mal wieder ab. Und setzen das erstmal hier drauf. So, nun soll hier auch eine Lampe hinein. Und zwar auf diese Seite. Das ist schön und gut. Aber dann fehlt hier eine. Das heißt, in der Einrichtung gucke ich jetzt auf ein Loch auf. Das ist aber schade, ne? Also für den Preis nicht noch eine Lampe mehr reinzusetzen, so ein bisschen arm ist das schon, aber okay. Jetzt soll der Fußboden zusammengesetzt werden. Und da heißt es, ja, den kann man so natürlich wunderbar zusammensetzen. Jetzt soll das Ganze hier mit hinein. Wie hat man sich das vorgestellt? Ah ja. Ja, kann man einklinken. Also, ne, einmal hier hinein. Dann kann man das Ganze hier einsetzen. Okay. Das war auch schon.
Über diese fehlende Lampe komme ich irgendwie nicht hinweg. So sieht das Ganze aus. Und so sieht das Ganze aus, wenn die Türen auf sind. Und wenn man jetzt sagt, ja Moment, guckt ja vor, gut, das geht auch nicht anders. Wo soll die Tür hier hin? Das ist soweit erstmal in Ordnung. Wenn man die Türen wieder zumacht, dann sieht man auf der einen Seite hier einen Schlitz, wo man durchgucken kann. Der ist aber, soweit ich weiß, dafür da, falls man das Ganze umarrangieren sollte, dass die Tür dann sozusagen hier auch hineinfahren kann. Also von daher ist das mit dem Schlitz okay. Gut, leider ist der Fußboden schon zerkratzt. Also er kam schon zerkratzt und mit so ein paar Stellen aus der Box heraus. Das ist ein bisschen schade, aber lässt sich nicht anders machen. Was wir außerdem noch sehen, hier, das ist kein Druck, das scheint mir Aufkleber zu sein. Gut, ich musste die Aufkleber nicht selber dran machen, das ist schon mal nicht schlecht, aber ich befürchte, die könnten sich mit der Zeit ablösen, wie wir das von Aufklebern letztendlich kennen, die wir in der Vergangenheit schon aufgebracht haben. Das heißt also, so einiges ist aufgedruckt, wobei auch nicht wirklich schön. Und hier hat man sich dann eben für Aufkleber entschieden. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zu den Detailbildern. Kommen wir zum Fazit. Was halte ich von dem Playset? Nun, gegenüber des Tentive Hallway muss man fairerweise sagen, dass dieses Playset sich wahrscheinlich besser kombinieren lässt. Das Tentive Hallway hatte da so seine Probleme. Da muss man allerdings jetzt auch schon sagen, es gibt hier so ein paar Dinge, die ich nicht so gut finde. Zum Beispiel, dass mir hier eine Lampe fehlt. Das heißt, wenn ich so reingucke, ist ja alles in Ordnung. Gucke ich so rein, fehlt die Lampe, ist ein Loch drin. War nicht mehr drin bei 73,99 €. Wie gesagt, ich habe 52 € bezahlt, aber trotzdem hätte ich die Lampe ganz gerne gehabt. Dazu muss man sagen, schwarz ist natürlich so eine Farbe, die eignet sich nicht dafür, seitens Hasbro da Kratzer reinzumachen. Das sieht man doch deutlich. Weniger hat man das beim Tentive Playset gesehen.
Ja, sonst Türen lassen sich öffnen, lassen sich verriegeln, so weit, so gut. Und generell ist hier ja auch nicht viel dran. Wenn man da so möchte, sind das 2 Türen, eine Wand, 2 Böden, na ja gut, ein paar Zwischenstücke und fertig. Kann man da seine Figuren schön drin präsentieren? Das kann man wohl tun. Aber das Set finde ich tatsächlich genauso wie das Tentaplay Set, tatsächlich aber für 73 € viel zu teuer. Bei 50 € habe ich zugeschlagen, aber nicht für die 73 €. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Vorstellung angekommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und ihr einige Informationen oder neue Inspirationen mitnehmen konntet. Habt ihr Anmerkungen, Fragen oder eigene Gedanken zum Thema? Schreibt es mir in die Kommentare. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss. Du hast es bis ans Ende dieser Mission geschafft. Respekt, junger Padawan. Damit bist du Teil der auserwählten Crew, die den geheimen Endbildschirm im Rebellenstützpunkt erreicht hat. Wenn du deinen Hyperantrieb starten möchtest, hau auf ein Like, es sind auch keine Credits nötig, und schließ dich der Flotte an mit einem Abo. Weitere Abenteuer findest du hier, vielleicht lauert da schon deine nächste Episode.